Hallo und herzlich willkommen im Wettersteingebirge zu einer richtig schönen Rundtour über das Hirzeneck und die Ellmauer Alm. Und damit natürlich auch herzlich willkommen beim Mount Tour Guide. Für alle, die diese Tour nach dem Video selbst gehen möchten, die detaillierte Tourenbeschreibung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefällt oder vielleicht sogar bei der Tourenplanung geholfen hat, lasst gerne ein Like da. Damit unterstützt ihr den Kanal und meine Arbeit einfach wirklich enorm. Das Hirzeneck gehört definitiv eher zu den ruhigeren und unscheinbaren Gipfeln hier in der Gegend. Kein riesiger Name, kein spektakulärer Kletterberg und auch kein Gipfel, bei dem sich die Leute gegenseitig auf die Füße treten. Aber genau das macht die Tour ehrlich gesagt ziemlich angenehm. Denn obwohl wir hier gerade mal knapp über 1100 Meter hoch sind, steht man plötzlich direkt vor dieser gewaltigen Felswand. Und genau dieser Kontrast ist schon brutal beeindruckend. Man sitzt also auf dieser saftig grünen Wiese, während vor einem sich die massiven Wände des Wettersteins aufbauen und man gleichzeitig noch das Karwendel bewundern kann. Für so einen kleinen Gipfel bekommt man hier also wirklich überraschend viel Panorama geboten. Ein gemütliches Einlaufen wird einem zwar nicht gegönnt, früh zieht der Weg ordentlich an und bringt uns auf die richtige Höhe. Oben angekommen, kommt man in ein kleines Waldstück. Hier braucht man jetzt ein bisschen Orientierung. Kurz vor dieser Lichtung biegt man schräg links ab über eine Anhöhe und erreicht den Forstweg oder direkt beim Betreten der Lichtung links wenden und über den verwachsenen Karrenweg. Mehr ist es aber dann auch nicht. Etwas nervig ist der Gegenanstieg zwischen Hirzeneck und Zotzenberg. Das sind einfach mal knapp 100 Höhenmeter, die man da wieder absteigen darf. Der Zotzenberg existiert zwar, ist aber komplett unscheinbar und eigentlich kaum der Rede wert. Wer ihn aber mitnehmen möchte, biegt an der Schranke rechts ab und folgt dem schon fast komplett verwachsenen Weg bis zu so einem Jägerstand hin. Und direkt gegenüber davon ist eine Anhöhe und das sollte laut Karte der tatsächliche Gipfel sein. Aber ehrlich gesagt war uns das nicht wert und wir haben den Jägersitz einfach als Gipfel akzeptiert. Alles ohne Schwierigkeiten, bis auf das Gestrüpp und rein optional. Am wichtigsten zu wissen ist aber, dass der beste Panoramaspot etwas oberhalb der Alm liegt. Man erkennt durch die Bäume schon den Tisch mit Bänken. Ich empfehle euch genau dort statt der Almpause zu machen. Eine riesige Almwiese, die nochmal alles an Panorama raushaut. Essen kann man sich dann an der Alm ja trotzdem noch einverleiben. Sagt ja keiner was dagegen. Das war schon das Wichtigste dieser Tour. Insgesamt fällt es mir sogar schwer, das als Bergtour zu bezeichnen. Eigentlich ist das ja nur eine schöne Wanderung, anfangs sehr ruhig und ab der Alm dann schon wesentlich besser frequentiert. Aber bei dem Panorama kann man das schon mal eingehen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß unterwegs. Geht sie diese Tour. Optimalerweise mal unter der Woche, da ist nämlich weniger los. Und nicht vergessen, nur mit Mount Tour Guide erreicht die Gipfel gescheit.